Heute zeige ich euch, dass ihr für tolle Streetporträts kein teures Objektiv braucht. Alle Bilder sind mit dem Tamron 35 mm 2.8 entstanden. Ich werde euch im Detail auch erklären, warum ich welche Location benutzt habe. Ich werde alle Produkte in der Infobox verlinken. Zur Transparenz: Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Falls ihr über diesen Link einkauft, zahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich kriege eine kleine Provision, die natürlich postwendend in neuen Content für euch hineinfließt. Und nun, los geht's! Hallo, mein Name ist Tanja, ich bin Porträt- und Produktfotografin und heute nehme ich euch mit in meine Heimatstadt Düsseldorf. Das bezaubernde Model, was uns heute begleitet, ist die liebe Lara. Und schon sind wir beim ersten Spot angelangt. Das Wichtigste bei der Fotografie ist nicht der Hintergrund, sondern das Licht. Warum gerade hier? Weil in diese Straße direktes kontrastreiches Licht fiel und das war genau das, was ich wollte. Nachdem ich wusste, wie ich Lara jetzt zu dem Licht positionieren muss, schaute ich nach dem Hintergrund. Die Kreuzung mit den Gebäuden bildete durch die vielen Linien einen interessanten und dynamischen Hintergrund. Hier seht ihr im Vergleich ein Bild, was 5 Meter weiter links entstanden ist. Es wirkt gleich ganz anders und das große Schild, das lenkt zusätzlich noch von Lara ab. Um schöne Nahaufnahmen zu erzielen, habe ich mich so positioniert, dass ich die Sonne im Rücken habe und das Licht direkt auf Lara schien und das Gesicht gleichmäßig ausleuchtete. Achtet darauf, wenn ihr früher am Tag oder im Sommer shootet und das Licht weiter von oben kommt, ihr das Gesicht in die Sonne wenden müsst, damit ihr unschöne Schatten unter den Augen vermeidet. Interessante Perspektiven bringen immer Spannung ins Bild, deswegen habe ich auch etwas von unten fotografiert. Wie ihr seht, habe ich mich zum Teil auch schon hingelegt. Ich warte nur auf den Tag, wo jemand kommt und den Notarzt ruft, weil er glaubt, dass ich erste Hilfe brauche. Um noch ein wenig Varianz reinzubringen, sind wir die Straße ein bisschen weiter reingelaufen, sodass die Lara sich auch mal auf den Fahrradständer setzen konnte, sodass wir eine andere Perspektive haben. Wie ihr hier sehen könnt beim Fahrradständer sind oben Bäume und das haben wir direkt genutzt als Hintergrund für den zweiten Look. Dadurch, dass ich mich einfach ein bisschen weiter gedreht habe, würde man gar nicht glauben, dass ich an der gleichen Stelle stehe, oder? Auch hier habe ich mir das kontrastreiche Licht zunutze gemacht und danach wollten wir aber einen anderen Look. Dafür habe ich Lara einfach um 180 Grad gedreht. Was hinter ihr steht, ist nämlich eine Toreinfahrt. Und die ergibt einen richtig guten Hintergrund, weil sie einfach sehr neutral ist. Lara ist in die Hocke gegangen, damit sie im Schatten steht, sodass wir weicheres und flächigeres Licht erzielen konnten. Und nun eine kurze Bitte in eigener Sache. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mir ein Like da gibt, einen Kommentar oder ein Abo. Und nun weiter geht's mit dem nächsten Spot. Der nächste Spot war eine kleine Seitenstraße. Lara ist das leere Schaufenster sofort aufgefallen, was eine tolle Kulisse ergab. Ich nutzte diese direkt für Reflexionsbilder. Achtet darauf, wenn ihr solche Bilder machen wollt, dass ihr euch nicht selber in der Scheibe reflektiert. Ich finde, dass solche Bilder immer eine tolle Ergänzung zum Street-Shooting sind. Wie seht ihr das denn? Hier bei diesen Bildern habe ich ganz bewusst die Drittelregel eingesetzt, damit die nicht ganz so langweilig sind. Die verschiedenen Kompositionsregeln haben ihre Berechtigung und helfen dabei, schöne Ergebnisse zu erzielen. Kleiner Tipp für die Anfänger: Kennt die Regeln, bevor ihr sie bricht. Zuletzt wollten wir noch einige Bilder in Bewegung erzielen. Tatsächlich habe ich nur eins hinbekommen, weil die Sonne schon so tief stand, dass wir kaum noch Licht hatten. Und genau deswegen sind wir dann weitergewandert zu einer großen freien Fläche, wo wir die Bewegungsbilder besser umsetzen konnten. Wenn ihr solche Bilder im Gehen machen möchtet, dann ist es immer hilfreich, wenn ihr den Continuous Mode verwendet, so dass das Modell immer im Fokus bleibt. Achtet auch darauf, wie hier, dass das Model sich vom Hintergrund separiert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut euch unbedingt das verlinkte Video an. Da zeige ich euch mit Lara, wie ihr ganz einfach Porträts zu Hause macht und das ohne Blitz. Ciao!